Wir sprechen auch über die Liebe zum Wienerlied vor allem. Jonas Kaufmann, Sie stehen ja normalerweise auf den ganz großen Opernbühnen dieser Welt. Heute sind Sie im Theater im Park mit Wienerliedern. Ein Genre, das Sie sehr oft schon als sehr faszinierend erwähnt haben. Was genau fasziniert Sie am Wienerlied? Naja, es gibt grundsätzlich in jedem Musikgenre für mich immer das Spannende, wenn es möglichst unterschiedlich, möglichst vielschichtig, möglichst multifarbig ist. Und da ist das Wienerlied natürlich prädestiniert, weil es einfach diese alles gleichzeitig bietet. Die viel bejubelte oder bejammerte Wiener Mentalität, dieses permanent raunzige Sein und sich über alles aufregen und gleichzeitig so eine Wurstigkeit an den Tag zu legen. Das funktioniert einfach großartig und das macht sehr viel Spaß, das zu verkörpern. Jetzt gehört ja zum Wienerlied auch der Wiener Schmäh ein Stück weit dazu. Wie haben Sie sich diesen Wiener Schmäh angeeignet, beziehungsweise wie viel hat Helmut Deutsch, Ihr Pianist, damit zu tun? Na, mein Pianist Helmut Deutsch ist natürlich ein Urwiener, das ist keine Frage. Trotzdem ist er... Ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben, vor vielen Jahren die ersten 1-2 Sachen mal auszuprobieren, hat er immer gesagt, nein, das klingt ja furchtbar. In welchem Bezirk bist du denn daheim? Nein. Also das ist wirklich kein Hochwienerisch. Das war allerdings auch nicht wirklich das, was ich gesucht habe. Insofern war er jetzt nicht vielleicht der richtige Kandidat, mir die Sachen beizubringen, aber ganz bestimmt der richtige, um hinterher zu hören und zu sagen, das passt. Ihre Tiroler Großeltern haben Sie schon sehr früh als Kind in Berührung gebracht mit der österreichischen Kultur, kann man sagen. Ist es für Sie so, dass Ihre musikalische Entwicklung, dass dazu Österreich einfach ein Stück weit beigetragen hat? Kann man das so sagen? Mit Sicherheit. Ich meine, Sie müssen sich überlegen, Österreich ist immer noch weltweit führend, was Musikkultur betrifft und Klassik vor allem. Die meisten Komponisten, die wir weltweit aufführen, kommen aus Österreich oder aus Italien, sagen wir mal. Da ist schon natürlich sehr viel drin, aber ich selbst habe auch wirklich als Kind ganz viel mit meinen Großeltern eben ORF geschaut, wie man das halt gemacht hat. Es gab ja nur 2 Programme, nachmittags um 3 oder 3:30, glaube ich, ist es erst angegangen. Und der Heinz Konrads zum Beispiel war ein Must für meine Großeltern. Und da habe ich natürlich sehr früh viele Lieder, auch viele große Opernstimmen, die dann da Sonntagmorgens zu Gast waren, kennengelernt. Und über die Hintertür, ohne dass ich das jetzt vielleicht bewusst haben wollte, das natürlich alles von Anfang an mitbekommen. Und Sie haben natürlich auch viele große Wienerliedstimmen mitbekommen, wie Peter Alexander, Hans Moser oder Hermann Leopoldi. Das sind natürlich die Meister des Wienerliedes. Was konnten Sie sich von denen abschauen, beziehungsweise was würden Sie jungen Interpretinnen empfehlen, sich von ihnen abzuschauen? Ja, da glaube ich, wenn Sie die Namen erwähnen, muss man die alle unterschiedlich anschauen. Peter Alexander ist sicherlich irgendwo eine Klasse für sich, weil er halt ein unfassbarer, schlagkräftiger Multitalent-Sänger, Schauspieler war, der eben auch eine klassisch ausgebildete Stimme hatte. Ich glaube, als einziger von den erwähnten Kandidaten. Und das merkt man eben, dass er das nicht bewusst einsetzt. Also jetzt nicht sagt, ich singe mit richtiger Stimme, sondern das einfach als Fundament verwendet, um da drauf zu blödeln und zu singen ohne Ende. Andere, vielleicht Hans Moser, sicherlich nicht für Stimmansatz und solche Sachen, aber die Art und Weise, dieses Verzögern, dieses in sich hineinnuscheln, das so tun, als ob das überhaupt keine Rolle spielt, ob da jemand zuhört zum Beispiel. Das ist bei Moser natürlich immer super gewesen. Und ich meine, klar, Hermann Leopoldi habe ich nicht persönlich kennengelernt, aber wir haben auch ein paar Georg Kreisler-Lieder, den habe ich noch ein paar Mal erlebt, unvergessen. Und diese Bissigkeit, dieser Sarkasmus, den er da in die Welt geschleudert hat und gleichzeitig sich selbst begleitet, ist auch einmalig gewesen. Über den Wiener Schmäh haben wir jetzt schon kurz gesprochen. Wie schaut es denn mit dem Wiener Dialekt aus? Gibt es Worte, Redewendungen, wo Sie sich immer noch ein bisschen schwer tun? Ja, schwer tun weiß ich nicht. Es gibt schon immer mal wieder Momente, wo man sagt, was, wo? Äußern gehen zum Beispiel, wusste ich nicht, dass man das sagt, wenn man mit dem Hund Gassi geht. Und Spompernadeln, Gott sei Dank, bei Leopoldi stand da sogar unten in der Ausgabe drin, dass die Madeln solche Spompernadeln machen. Das erklärt sich eigentlich im Laufe des Liedes auch von selbst. Aber es gibt natürlich immer Worte, wo man ein bisschen drüber stolpert und sagt, ach so, wie war denn das eigentlich? Aber im Prinzip, Gott sei Dank,
Dank schon sehr vieles bekannt. Wir machen jetzt nämlich einen kleinen Ausflug ins Wienerische, wenn Sie mir erlauben. Ich würde Sie gerne ein bisschen abklopfen auf Ihre Dialektkenntnisse. Ui. Sehr Ich schön. bin gespannt, wie sattelfest Sie da sind. Sind Sie bereit? Ja, Die sind wirklich, die haben es in sich, gell? Ich sag's nur. Angeschwappter Donaufetzen. was das sein soll, der Ja. Donaufetzen. Ja. Mein Ich hätte es Gott. auch nicht gewusst. Ja, weil es geht um ein Kleid oder der Fetzen. Nein, es ist eine sehr langweilige, unselbstständige, farblose Person. So, Jesus, nein. ja. Okay. Ein Gschöder. Ich Hört glaube, sich das. an. Gschöder. Ein paar gibt es, wo Sie Ja, wahrscheinlich okay, wissen. Aber hoffentlich. Gschöder ist ein Wiener Ausdruck für Polizisten. Ich entschuldige mich an dieser Stelle, falls das irgendwie nicht so Für nett den sein sollte. Ja. Schutzmann. Schmattes. Mein Gott, also. Das ist Ich kommt aus falle dem vollkommen Jiddischen durch. Trinkgeld? Solche Schmattes. Okay, ja, Palavacz. Balawatsch. Balawatschen sozusagen. Ein totales Durcheinander, ein ein- Chaos sozusagen. Ja, gibt es andere dafür, aber ja. Ein Grenadiermarsch klingt nach einem Musikstück, ist es aber nicht. Nein, ich glaube, es ist ein Durchfall oder sowas. War das nicht so? Oder nein, ist irgendwie, der hat einen Grenadiermann. Ne? Es ist ein traditionelles Restelessen. Was? Ja, aus dem der österreichischen und Okay, na ungarischen. gut, also. Genau. Was haben wir da noch? Absoluter was ist Versager. eine Zwiderwurzen? Na gut, also eine Zwiderwurzel ist eine Bisskuren, wie die Bayern sagen Ja, würden. genau, Also eine unangenehme Person, die einem auf die Nerven geht. Ja, na, Immerhin haben wir was gefunden. das war es auch schon. Ich glaube, schöner kann man einen Wiener Liederabend gar nicht ankündigen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen schönen Wiener Liederabend. Danke sehr. Ich freue mich sehr.